Was, wenn es nicht das Alter ist? Was, wenn das, was Sie für normal hielten, die verschwommenen Buchstaben, das Blenden in der Nacht, die ständig stärkeren Brillen, in Wahrheit Warnsignale sind? Warnsignale, die flüstern, deine Augen brauchen Hilfe. Nicht später, jetzt. Seit Jahrzehnten hören Menschen ab einem gewissen Alter denselben Satz. Die Sehkraft lässt eben auch nach, da kann man nichts machen. Ein Satz wie ein Urteil, er klingt harmlos. Doch er nimmt Menschen die Hoffnung und oft auch die Klarheit. Aber was, wenn genau dieser Satz falsch ist? Was, wenn es sehr wohl Wege gibt, die Augen zu schützen und in vielen Fällen sogar zu regenerieren? Nicht durch Magie, sondern durch etwas, das wir jeden Tag beeinflussen. Ernährung, Bewegung, Licht, Aufmerksamkeit. Denn das Auge ist kein statisches Glas. Es ist lebendig, es reagiert, es leidet und es heilt, wenn man es lässt. In diesem Video geht es nicht um Wundermittel, sondern um Wissen, das verborgen blieb, um Geschichten, die Hoffnung machen und um 8 stille Ursachen für den Verlust unserer Sehkraft, die fast niemand anspricht. Doch wer sie kennt, kann handeln. Und manchmal beginnt die Rückkehr zur Klarheit genau dort, wo man aufhört zu glauben, dass nichts mehr geht. Manche Augen verlieren nicht einfach die Sehkraft, sie verlieren die Versorgung, Tag für Tag, ganz leise, ohne Schmerz, ohne Alarm, wie eine Pflanze im Schatten, die langsam vertrocknet, obwohl sie äußerlich noch grün wirkt. Unsere Augen gehören zu den aktivsten Organen des Körpers. Sie sind ständig in Bewegung, ständig im Dienst. Und doch behandelt sie der Alltag oft wie selbstverständlich. Was kaum jemand weiß. Damit die Netzhaut funktioniert, die Sehzellen Signale senden, die Farben leuchten, braucht es Nährstoffe. Und zwar viele. Vitamin A, Zink, Vitamin E, Omega-3-Fettsäuren, Lutein, Zeaxanthin. Doch genau diese Stoffe fehlen heute in Millionen Küchen. Fertigprodukte, Zucker, leere Kalorien, sie stillen den Hunger, aber nicht den Bedarf. Und so beginnt der Verfall. Nicht plötzlich, sondern mit kleinen Zeichen. Müde Augen beim Lesen. Lichtempfindlichkeit. Nachts nicht mehr klar sehen. Farben wirken blass. Man denkt an die Brille, an die Jahre. Aber selten denkt man an das, was auf dem Teller fehlt. Ein Beispiel, wie es viele gibt. Klaus, 67, lebte gesund, wie er meinte. Doch seine Augen wurden schwächer, Monat für Monat. Er las weniger, fuhr ungern Auto, nicht aus Angst, aus Unsicherheit. Er wusste nicht, dass ihm Vitamin A fehlte. Und Zink. Nicht auf dem Papier, sondern in den Zellen. Nach einer gezielten Umstellung mit Eiern, Leber, grünem Gemüse, Nüssen und Fisch veränderte sich etwas. Langsam, aber spürbar. Nach 10 Wochen konnte er wieder ohne Druck lesen, nachts sicherer fahren und lächeln, wenn sein Enkel ihm ein Buch zeigte. Das war keine Wunderheilung, es war Nachversorgung. Seine Augen hungerten, jetzt wurden sie endlich satt. Viele Menschen leben heute mit einem funktionellen Mangel. Ihre Tests sagen, alles normal. Aber ihr Blick sagt etwas anderes. Und genau deshalb beginnt Heilung oft nicht mit einer neuen Brille, sondern mit der Frage, womit nährst du das, was dich sehen lässt? Nicht jede Krankheit beginnt laut, manche beginnen leise, mit einem Entzündungsschwelbrand tief im Körper, unsichtbar, aber stetig brennend. Und die Augen? Sie sind eines der ersten Opfer. Chronische Entzündungen entstehen nicht über Nacht. Sie wachsen mit jeder Portion Zucker, mit jedem raffinierten Fett, mit jeder Mahlzeit aus industrieller Herstellung. Sie beginnen im Darm, breiten sich im Blut aus und erreichen irgendwann die empfindlichsten Stellen. Das Sehzentrum, die Netzhaut, die winzigen Gefäße, die das Auge versorgen. Das Tragische daran? Man spürt nichts. Keine Schmerzen, keine Rötung, keine Warnung. Nur irgendwann verschwimmen Gesichter, flackert das Licht, versagt die Klarheit. Helga, 72, bemerkte, dass ihr Blick unsicher wurde.
Beim Stricken fiel ihr der Faden schwer. Beim Lesen verwechselte sie Buchstaben. Und beim Autofahren in der Dämmerung kam die Angst. Die Diagnose? Altersbedingte Veränderungen. Die Ursache? Jahrelange stille Entzündungsprozesse. Erst als sie konsequent umstieg auf entzündungshemmende Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Fetten, Kurkuma, Fisch, Beeren, veränderte sich etwas. Nicht sofort. Aber langsam klärte sich ihr Blick. Die Farben wurden satter. Das Vertrauen kehrte zurück. Was viele nicht wissen, Entzündungen sind kein Schicksal. Sie sind oft eine Reaktion auf das, was wir täglich tun oder nicht tun. Und die Augen? Sie wehren sich nicht. Sie ertragen, lange, still, bis sie nicht mehr können. Wenn Entzündungen die Netzhaut treffen, kann daraus eine Makuladegeneration entstehen. Wenn sie den Sehnerv angreifen, entsteht Druck, der berühmte grüne Star. Und wenn sie das Linsenmaterial verändern, trübt sich die Sicht, der graue Star. Wer also glaubt, das Auge altere einfach, übersieht, dass es oft entzündet ist. Nicht sichtbar, aber verletzlich. Die Lösung? Keine Pille, kein Laser, sondern ein anderer Alltag. Entzündungen lieben Zucker, Stress, Stillstand. Aber sie hassen Bitterstoffe, Bewegung, Omega-3, Ruhe. Das Feuer im Körper lässt sich nicht immer löschen, aber man kann ihm den Zunder nehmen. Licht ist Leben. Ohne Licht keine Farben, keine Formen, keine Welt. Doch Licht hat auch eine dunkle Seite. Denn je moderner unser Alltag wird, desto gefährlicher wird genau das, was wir für selbstverständlich halten. Bildschirmlicht, LED-Beleuchtung, grelles Tageslicht, sie alle strahlen nicht nur Helligkeit aus, sondern auch Stress. Zellstress. Oxidativer Stress entsteht immer dann, wenn freie Radikale, instabile Moleküle unkontrolliert auf Zellen treffen. Und das Auge? Es gehört zu den sensibelsten Orten für diesen Angriff. Stundenlanges Arbeiten am Laptop, Nachrichten lesen auf dem Handy, abends Filme auf dem Fernseher. Das alles klingt harmlos, doch das blaue Licht dieser Geräte greift die Netzhaut an. Jeden Tag, jede Stunde und vor allem jede Nacht. Die Folgen sind nicht sofort sichtbar, aber sie sammeln sich. Wie feine Risse in einem Spiegel. Irgendwann wirkt alles blasser, mühsamer, irritierender. Ein Beispiel ist Dieter, 65, ein begeisterter Fotograf. Sein Leben war Farbe, Detail, Schärfe. Doch seit einiger Zeit bemerkte er, dass er den Fokus nicht mehr richtig fand. Weder durch die Linse noch mit den eigenen Augen. Die Farben wirkten verwaschen, die Kontraste flach. Er dachte an Alter, vielleicht an Müdigkeit. Doch die Ursache lag tiefer. Oxidativer Stress, verursacht durch jahrelange Lichtüberflutung ohne Schutz. Er stellte um, reduzierte Bildschirmzeiten, installierte Blaulichtfilter, ergänzte seine Ernährung mit Lutein, Zeaxanthin, Vitamin E und Astaxanthin. Antioxidantien, die gezielt die Netzhaut schützen. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Er sah wieder klarer. Nicht so wie mit 20, aber schärfer, kontrastreicher, verlässlicher. Und vor allem mit Freude. Was man verstehen muss, das Auge kann sich verteidigen, aber es braucht Hilfe. Antioxidantien sind wie kleine Schutzschilde, aber sie müssen vorhanden sein. Ohne sie ist das Auge ein offenes Tor für Angriff. Wer also täglich mehrere Stunden auf Bildschirme schaut, sollte nicht warten, bis die Sicht verschwimmt, sondern handeln. Jetzt. Denn Licht kann heilen, aber es kann auch zerstören. Es ist die Dosis und der Schutz, der entscheidet. Stellen Sie sich einen Garten vor. Die Sonne scheint, die Pflanzen stehen bereit, aber der Schlauch, der sie bewässern soll, ist verstopft. Ganz gleich, wie fruchtbar der Boden ist. Ohne Wasser verdorrt selbst das stärkste Blatt. So ähnlich geht es unseren Augen, wenn die Durchblutung nachlässt. Das Auge ist ein fein verästeltes Wunderwerk, durchzogen von winzigen Kapillaren, die Sauerstoff und Nährstoffe bis in die tiefsten Zellschichten tragen. Doch diese Blutgefäße sind empfindlich, sehr empfindlich. Schon leichter Bluthochdruck,
Erhöhte Blutfettwerte, Diabetes oder schlicht Bewegungsmangel können sie verengen oder blockieren. Und was dann geschieht, passiert still. Die Versorgung bricht ein. Die Zellen bekommen nicht mehr, was sie brauchen. Und das Sehen beginnt zu verschwinden. Nicht plötzlich, sondern Tag für Tag, langsam, kaum spürbar. Ingrid, 69, war nie wirklich krank. Aber sie saß viel, bewegte sich wenig. Irgendwann bemerkte sie, dass das Bild in ihrem rechten Auge nicht mehr so klar war wie früher. Der Augenarzt sprach von beginnender Makulaveränderung, altersbedingt. Doch niemand fragte nach ihrem Kreislauf, nach ihrer Bewegung, nach dem Zustand ihrer Gefäße. Erst als sie begann, täglich 30 Minuten zu gehen, mehr Wasser zu trinken, sich ausgewogen zu ernähren und auf eine gesunde Blutzirkulation zu achten, kam die Wende. Nicht spektakulär, aber fühlbar. Sie sah wieder klarer. Ihr Blick wurde stabiler. Und das Vertrauen in die eigenen Augen kehrte zurück. Denn Durchblutung ist mehr als Blutdruckwerte. Sie ist das Fließen des Lebens. Und ohne dieses Fließen bleiben auch die Augen zurück. Besonders die feinen Gefäße der Netzhaut reagieren sensibel auf jeden Mangel. Wie ein Fluss, der austrocknet, wenn der Zufluss versiegt. Wer also seinen Augen wirklich etwas Gutes tun will, sollte nicht nur Vitamine zählen, sondern auch den eigenen Kreislauf in Bewegung bringen. Tägliche Spaziergänge, Atmen an der frischen Luft, Dehnen, Wasser trinken. Denn manchmal ist der Schlüssel zur Klarheit kein Medikament, sondern ein Schritt. Ein Schritt nach draußen, ein Schritt in Richtung Leben. Es gibt Nährstoffe, die kaum jemand nennt. Und doch halten sie still das Gleichgewicht des Lebens aufrecht. Vitamin A ist einer davon. Nicht spektakulär, nicht modern, aber für die Augen lebenswichtig. Ohne ausreichend Vitamin A beginnt im Auge eine Kette von Störungen, die oft lange Zeit niemand erkennt. Zuerst fällt das Sehen in der Dämmerung schwer. Dann blenden nachts die Autoscheinwerfer unangenehm. Und irgendwann verschwimmen selbst Gesichter im Halbschatten. Doch warum ist das so? In der Netzhaut befinden sich zwei Arten von Sehzellen. Die Zapfen für Farbe, Schärfe, Details. Und die Stäbchen für das Sehen bei Nacht und in der Dunkelheit. Beide sind auf Vitamin A angewiesen, denn es ist der Rohstoff, aus dem das Auge Rhodopsin bildet. Das lichtempfindliche Pigment, das wie ein Schalter zwischen Licht und Dunkel funktioniert. Ohne genügend Vitamin A bricht dieser Schalter zusammen. Das Auge kann sich nicht mehr an wechselndes Licht anpassen. Die Nacht wird zur Unsicherheit. Viele ältere Menschen merken es zuerst beim Autofahren in der Dunkelheit. Sie fühlen sich geblendet, verunsichert, ausgeliefert. Und doch wird das selten mit Ernährung oder Nährstoffversorgung in Verbindung gebracht. Ein stilles Beispiel: Renate, 70, fuhr früher gerne nachts. Doch in den letzten Jahren wich sie jeder Abendfahrt aus. Sie sah zu wenig. Das Licht schmerzte. Ihr Umfeld sprach von Tichys Alterszeichen, doch sie fragte sich, muss das so sein? Erst als ihre Tochter begann, sich mit Augenernährung zu beschäftigen, kam Vitamin A ins Spiel. Renate stellte ihre Ernährung um. Leber, Eier, Butter, Karotten, Kürbis, Spinat. Dazu hochwertige Nahrungsergänzung. Langsam, fast unmerklich, wurde die Dunkelheit wieder durchsichtiger. Heute fährt sie wieder. Vorsichtig, aber mit Blick. Vitamin A ist kein Wundermittel, aber es ist ein Grundbaustein. Ohne ihn fällt das System der Sehzellen zusammen. Und das Tragische? Viele Menschen leben jahrelang mit einem funktionellen Mangel, ohne dass Bluttests etwas zeigen. Der Tank ist fast leer, aber die Warnlampe bleibt aus. Deshalb gilt, wer bei Nacht schlecht sieht, wer Lichtwechsel nicht mehr erträgt, wer Farben als blass empfindet, sollte nicht nur zum Optiker gehen, sondern auf die tiefere Frage hören: Bekommt mein Körper das, was meine Augen täglich brauchen? Es ist einer der größten Trugschlüsse moderner Medizin. Wenn der Blutwert in der Norm liegt, ist alles in Ordnung. Doch was, wenn der Körper längst um Hilfe ruft? Leise, aber deutlich.
Was, wenn die Augen täglich um Nahrung bitten, während das Labor keine Auffälligkeiten meldet? Das nennt man funktionellen Mangel. Ein Zustand, in dem Nährstoffe zwar theoretisch vorhanden sind, aber praktisch nicht dort ankommen, wo sie gebraucht werden. So wie ein voller Tank in einem Auto, dessen Leitungen verstopft sind. Der Motor läuft nicht, obwohl genug Benzin da wäre. Vitamin A ist ein klassisches Beispiel. In vielen Ländern, sogar mit fortschrittlicher Gesundheitsversorgung, leiden Millionen von Menschen unter einer stillen Unterversorgung. Nicht dramatisch genug für eine Diagnose, aber deutlich genug, um die Sehkraft langsam auszuhöhlen. Die Folgen zeigen sich im Alltag. Schwierigkeiten beim Sehen bei Dämmerung, trockene, gereizte Augen, müde Augen schon nach kurzer Bildschirmzeit, Unsicherheit beim Erkennen von Details oder Gesichtern. Doch bei der Routineuntersuchung heißt es dann, alles normal. Ein Ergebnis, das beruhigt, aber nicht heilt. Ein Beispiel: Günther, 74, war immer pünktlich zu seinen Vorsorgeuntersuchungen. Doch sein Blick wurde unsicherer, das Lesen anstrengender. Als er begann, sich intensiv mit Mikronährstoffen zu befassen, wurde klar: Er hatte zwar genug Vitamin A im Blut, aber zu wenig davon erreichte die Zellen seiner Netzhaut. Die Lösung lag nicht im Labor, sondern in der Ernährung, in der Leberfunktion, in der Aufnahmefähigkeit des Darms. Er änderte seinen Lebensstil und sein Sehen folgte. Der Körper ist oft klüger als jeder Test. Er zeigt, was fehlt, nicht mit Zahlen, sondern mit Signalen. Wer sie ignoriert, läuft Gefahr, Jahre zu verlieren, die noch klar hätten gesehen werden können. Wer sie ernst nimmt, öffnet Türen zur Regeneration. Denn das Auge ist kein statisches Objekt. Es lebt, es reagiert, es bittet, manchmal flüsternd, um Hilfe. Und oft beginnt alles mit einem Satz: Ich sehe nicht mehr so wie früher. Nehmen wir diesen Satz ernst, bevor daraus ein Abschied wird. Man hat es uns oft gesagt: Ist das Auge einmal geschädigt, gibt es kein Zurück. Verlorene Sehzellen bleiben verloren. Netzhaut irreparabel. Punkt. Aber war das je die ganze Wahrheit? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse erzählen eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die Hoffnung macht. Eine Geschichte, die zeigt, das Auge kann mehr, als wir lange glaubten. Die Hornhaut, also die äußerste Schicht des Auges, erneuert sich vollständig, etwa alle 7 bis 10 Tage. Die Bindehaut regeneriert sich ständig. Und selbst die Netzhaut, das komplexeste, lichtempfindlichste Gewebe im ganzen Körper, zeigt Anzeichen von Reparatur, wenn sie kann. Und genau hier liegt der Schlüssel. Die Augen sind bereit, sich zu erholen. Aber nur, wenn wir ihnen die richtigen Bedingungen geben. In Studien, veröffentlicht in renommierten Fachzeitschriften wie Nature oder dem Journal of Neuroscience, konnten Forscher zeigen, sogar geschwächte oder abgeschaltete Sehzellen lassen sich reaktivieren mit gezielter Ernährung, Vitamin-A-Zufuhr, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien. Zellen, die man längst für tot hielt, begannen wieder zu arbeiten. Und während die Labore noch forschen, erleben Menschen längst, was möglich ist. Dass verschwommene Bilder wieder klarer werden, dass Farben zurückkehren, dass Gesichter sich nicht mehr verlieren. Beispielhaft ist die Geschichte von Maria, 66. Sie hatte Angst, ihre Enkel nicht mehr erkennen zu können. Die Diagnose: frühe Makuladegeneration. Die Prognose: stabil halten. Mehr sei nicht möglich. Doch sie stellte ihre Ernährung um, nahm gezielt Vitamin A, DHA, Zink, Vitamin E, Lutein. Sie bewegte sich mehr, schlief besser, reduzierte Stress. Und dann, langsam, kam das Licht zurück. Nicht spektakulär, aber spürbar. Heute sagt sie: Ich sehe mein Leben wieder. Nicht wie früher, aber wieder mit Freude. Die Augen sind keine Maschine, die einfach kaputt geht. Sie sind lebendiges Gewebe, mit einer Kraft zur Erneuerung, die wir lange unterschätzt haben. Und vielleicht beginnt alles mit einer Entscheidung: nicht aufzugeben,
nicht hinzunehmen, sondern zu unterstützen. Was, wenn der Nebel vor Ihren Augen nicht das Ende ist, sondern nur der Ruf nach etwas, das längst fehlt? Es gibt Momente, in denen man aufhört zu hoffen. Wenn der Blick verschwimmt, die Welt grau erscheint, das Lesen mühsam wird. Wenn man gesagt bekommt, da kann man nichts machen. Doch genau in diesem Moment entsteht etwas anderes: Verantwortung und damit Möglichkeit, denn so viel liegt in unserer Hand. Nicht alles, aber genug, um eine neue Richtung einzuschlagen. Die Augen leben von dem, was wir ihnen täglich geben. Nährstoffe aus echter Nahrung, Vitamin A aus Leber, Eiern, Butter, schützende Pflanzenstoffe, Lutein und Zeaxanthin aus Spinat, Grünkohl, Kürbis, essentielle Fette, DHA aus fettem Fisch wie Lachs oder Makrele, Carotinoide aus Karotten, Paprika, Süßkartoffeln. Doch es geht um mehr als Essen. Es geht auch um das, was wir vermeiden. Verarbeitete Lebensmittel voller Zucker, Salz, Zusatzstoffe, ständiger Blick auf grelle Bildschirme ohne Schutz, Bewegungsmangel, der die Durchblutung bremst, chronischer Stress, der Entzündungen entfacht. Schon kleine Veränderungen können große Wirkung entfalten. Ein täglicher Spaziergang, mehr natürliche Lebensmittel, Bildschirmzeit am Abend reduzieren, bewusstes Blinzeln, bewusstes Atmen und vor allem hinhören, auf das eigene Sehen. Denn unsere Augen flüstern lange, bevor sie schreien. Sie zeigen Müdigkeit, Trockenheit, Unsicherheit, nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu erinnern. An das, was wir längst wissen, dass Gesundheit nicht nur in Kliniken beginnt, sondern in der Küche, in der Bewegung, in der Aufmerksamkeit und vielleicht auch im Vertrauen. Darauf, dass Klarheit möglich ist. Nicht perfekt, nicht sofort, aber real. Denn die Fähigkeit zu sehen ist nicht nur physisch, sie ist auch seelisch. Und der Weg dorthin beginnt mit einer Entscheidung: heute zu handeln. Manchmal merken wir erst, wie sehr wir etwas brauchen, wenn es beginnt zu verschwinden. Ein klarer Blick, die feinen Linien eines Gesichts, das Leuchten in den Augen eines Kindes. Kleine Dinge, die plötzlich groß werden, wenn sie sich dem Blick entziehen. Viele Menschen glauben, der Verlust ihrer Sehkraft sei unausweichlich, ein Zeichen des Alters, ein Teil des Schicksals. Doch das stimmt nur, wenn wir es glauben. Was Sie heute erfahren haben, ist mehr als Wissen über Ernährung oder Augenzellen. Es ist eine Einladung. Nicht zur Angst, sondern zur Verantwortung. Und zur Hoffnung. Denn Ihre Augen sind lebendig. Sie altern nicht nur, sie sprechen mit Ihnen. Manchmal flüsternd, manchmal fordernd. Und sie können heilen. Langsam, zart, kraftvoll, wenn man sie lässt. Vielleicht war heute nur ein Impuls. Aber manchmal beginnt etwas Großes mit genau so einem Moment. Ein Gedanke, ein neuer Blickwinkel, eine Entscheidung, sich selbst besser zu sehen. Nicht nur durch die Augen, sondern mit dem Herzen. Und wenn am Ende dieses Videos etwas bleibt, dann vielleicht dieser leise Satz: Ich kann mehr tun, als ich dachte. Und das genügt. Für einen neuen Blick, für einen neuen Tag, für ein Leben in Klarheit. Wenn Sie dieses Video berührt oder Ihnen geholfen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Abonnieren Sie unseren Kanal, um keine neuen Impulse zu verpassen. Und teilen Sie dieses Video gern mit Menschen, denen es gut tun könnte.